So, ihr Lieben, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, dass wir mal das Thema behandeln, von dem ich schon in den letzten Folgen gesprochen habe, und zwar die Fahrtkosten bei einem Umzug ins Ausland. Das muss nicht unbedingt Portugal sein. Einige von euch haben uns schon kontaktiert und gefragt, denn wie im Detail wir das gemacht haben, dass wir die also die Kosten für den Transport der Sachen, die wir aus Deutschland mitgenommen haben, ja, so kostengünstig hinbekommen haben. Und wie versprochen, wollte ich das in unserer kleinen Serie Und das Leben fängt an auch mal kurz anreißen und besprechen, beziehungsweise euch erzählen, wie ich das gemacht habe. Also, der normale Lauf der Dinge ist, du weißt, du ziehst um, du guckst dich im Internet um und klar, dann kommst du auf früher oder später, eher früher als später, auf diese Portale. Umziehen leicht gemacht, Umzugskosten günstig, billiger umziehen, keine Ahnung was. Ja, auf diesen Seiten gibst du halt im Prinzip ein, womit du umziehen willst und bekommst dann Angebote von verschiedensten Firmen gemacht. Das Ganze haben wir gemacht, wir waren uns von vornherein über eins klar und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der bei euch dann klar sein müsste, ansonsten braucht ihr jetzt diese ganze Erklärung eigentlich nicht schauen. Das Ganze basiert darauf, dass man ohne Möbel umzieht. Sagen wir mal ohne Großmöbel. Kleinere Sachen, klar, gehen irgendwo noch, solange sie vielleicht in eine Kiste passen oder so. Aber das Ganze ist ohne Möbel kalkuliert. Das Ganze liegt daran, weil Möbel nehmen eigentlich, wenn sie nicht komplett auseinanderbauen, unheimlich viel Platz weg. Weil die meisten Umzugsfirmen ja so rechnen, dass du im Prinzip mit deinen Sachen eine Grundfläche belegst und der Freiraum, der vielleicht oben drüber gelassen werden muss, weil man auf die Vitrine, den Kühlschrank, den Stuhl, keine Ahnung was, den Staubsauger nichts mehr draufstellen kann, den zahlst du trotzdem mit. Und ja, dann haben wir die Angebote abgewartet und viele Angebote bekommen, vom bis. Das günstigste Angebot war 1200 Euro und das teuerste war, glaube ich, 1800. Für was eigentlich? Ja, für 20 Kisten, Umzugskisten, wie ihr sie kennt, nicht die kleinen, die etwas größeren. Wenn ich mal gerade schaue, die waren 67 x 35 x 35 Zentimeter. Also schon nicht die kleinsten, die man im Baumarkt und so kaufen kann. Von diesen Kisten haben wir das Ganze einfach auf 20 Kisten kalkuliert, von vornherein für uns das Ziel gesetzt, was natürlich auch einen ganz guten Nebeneffekt hat, denn man mistet ein bisschen mehr aus und man trennt sich doch von ein paar mehr Sachen, die man eigentlich, ja, wenn man überlegt, wahrscheinlich gar nicht braucht. Gut, also unter der Prämisse, mit 20 Kisten ziehen wir um. Die Umzugskistengröße entspricht dem Standard bei einem Umzug eigentlich. Und mit dem Wissen, dass wir innerhalb der EU versenden, sind wir dann losgezogen und haben halt uns die Preise eingeholt und wie gesagt, die waren zwischen 1200 und 1800 Euro. Dann bin ich also hingegangen, das wusste ich auch von jemandem, der mir vor Jahren schon mal so einen Tipp gegeben hat. Damals gab es aber noch nicht so viele Portale, sondern man hat das direkt mit den Unternehmen gemacht. Jetzt gibt es Portale und da ist es einfach noch viel einfacher. Es gibt andere Portale, mit denen du versenden kannst, die dir also verschiedene Angebote machen mit verschiedenen Dienstleistern wie die Deutsche Post, Hermes und so weiter und so fort, UPS, DPD und den ganzen Kram. Ich will auch sagen, ganz offen, auf welcher Seite ich das gemacht habe, weil ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, ohne dass das jetzt irgendeine bezahlte Werbung ist. Nein. Also ich bin auf Domingo gegangen, dort kann man in einem Interface sehr gut, finde ich, eingeben, was genau man für eine Sendung hat und bekommt sofort den Preis. Ich war erst ein bisschen skeptisch, als ich den Preis gesehen habe
und habe mit versteckten Kosten gerechnet oder mit irgendeiner Nachricht, die dann irgendwo kommt. Nee, Umzugskisten so, das geht so nicht. Das muss alles einheitlich deklarierte Ware und keine Ahnung sein. Muss es aber nicht. So, auf Domingo das Ganze eingegeben mit den ganzen Packstücken und so weiter, wie man hier sieht, beziehungsweise wir machen es jetzt mal so, damit ihr das richtig sehen könnt. Ich blende das Ganze, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube hier auf der Seite, so können wir das noch einblenden. 20 Packstücke erfasst, die fast alle die gleiche Größe haben, teilweise nicht, weil wir eine Sache, sprich unsere Massageliege, die haben wir extra verpackt. Das Gewicht lag immer zwischen 6 und 6 Kilo hatten wir nur einmal, in der Regel immer so bei 15 Kilo. Schlussendlich sind wir auf 282 Kilo gekommen, was ja schon eine ganze Menge ist. Das verpackt, wie gesagt, in 20 Kisten. Wir haben einen Wert der Ware nur von 2000 Euro deklariert, weil klar, alles was wirklich von Wert ist, willst du vielleicht doch nicht unbedingt einfach so verschicken, sondern das nimmst du besser in der Tasche mit oder im Koffer. Du selbst musst ja dann auch in dein Zielland. So haben wir es gemacht. Wir haben also eine Versicherung von 40 Euro abgeschlossen für diesen Versicherungswert. Das sage ich euch, weil das schon im Preis mit drin ist. Und ja, und haben uns dann den Preis geben lassen. Das werden einige nicht glauben. Ich wollte es auch erst nicht glauben, aber das blenden wir jetzt am besten wieder ein. Denn dann kam das Angebot zu der Bestellung dann und sage und schreibe für 20 Pakete, ist hier runter, haben wir 331,55 Euro bezahlt. Das noch inklusive der Versicherung. Ja, ich dachte dann auch erst, ist das seriös oder nicht und so weiter. Ja, doch, es ist, man kann es sagen, UPS. Und UPS hat einen riesen Vorteil. Wenn du die Sachen mit UPS verschickst, kannst du dir sicher sein, dass sie nicht unbedingt sehr oft verladen werden von einem LKW in den anderen. Vor allen Dingen bei deinem Umzug ist ja so, du hast ja nicht unbedingt eine Palette Standard mit dick mit Folie, geschützt, umwickelt und so weiter, sondern einfach nur diese Kartons. Und da macht man sich schon Sorgen, dass die während dem Transport vielleicht viele Sachen kaputt gehen oder so. UPS hat den Vorteil, die holen das ab oder du bringst es hin. Hier in dem Fall haben wir das Ganze sogar noch mit Abholung zu Hause gemacht. Und das habt ihr, wenn ihr alle unsere Folgen gesehen habt, in der, ich glaube, zweiten Folge gesehen, wo ja der UPS-Mann die Sachen abholen kann. Wenn ihr euch richtig erinnert, das war damals an einem, weiß nicht, ob ich es da gesagt habe, an einem Dienstagabend, weil wir mittwochs losfahren wollten. Und unser Ziel war ja dann freitags hier zu sein, schon, was dann ein bisschen später wurde. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass am Freitag, wo wir noch in Spanien waren, UPS schon angerufen hat und hier vor der Tür stand in Portugal und mir eigentlich die Pakete liefern wollte. Und das, obwohl ich keinen Express gebucht hatte. Das war also ein ganz normaler Versand und die genannten Daten auf Domingo haben sogar top gestimmt. Also nochmal, Vorteile zusammengefasst, wenn du so ein Unternehmen hast, hast du halt jemand, der komplett jeden Tag Pakete ausliefert. Das ist was anderes wie so eine Spedition in Deutschland, die ja dann auch hier unten wahrscheinlich irgendeine kleine Klitsche beauftragt, die deine Sachen dann ausliefern sollen. Da gibt es also wesentlich mehr, meiner Meinung nach wesentlich mehr Risiken, dass irgendwas beschädigt wird oder wegkommt. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eigentlich schon der Trick. Also wenn du folgende Punkte beachtest, dann ist es auf jeden Fall billiger, eines dieser Seiten, dieser Portale auszuprobieren und sich einen Preis geben zu lassen.
anstatt entweder direkt über den Versender zu gehen, denn bei UPS selbst, wenn ich das gleich am gleichen Tag eingegeben habe, hätte da auch über 600 Euro gekostet. Oder aber wenn du über einen sogenannten Umzugsspezialisten gehst. Ich habe ein bisschen weiter recherchiert in der Sache nochmal, bevor ich euch das erzähle hier und so. Und habe echt festgestellt oder auch darüber gelesen, dass manche Leute echt herausgefunden haben, dass sie über den Tisch gezogen wurden, weil im Prinzip irgendeine Firma in Deutschland dann sich als Umzugsfirma ausgibt, deine Sachen abholt, sofern es sich halt nur um Kisten und so weiter handelt. Das gibt man ja eigentlich immer im Vorhinein ein. Und dann machen die nichts anderes. Die beauftragen dann UPS oder sonst wen, lassen das irgendwo hinschicken und du kriegst es geliefert. Und ja, brechen die da für 1200 Euro, was eigentlich 300 kostet. Okay? Also, die Vorgehensweise, die ich euch hier geschildert habe und jetzt nochmal in Stichpunkten gleich am Ende sage, nochmal zum Wiederholen, ist auf jeden Fall für alle interessant, die ohne Möbel umziehen, die mehr als 5 Kisten auch versenden wollen, darunter ist es einfach noch zu teuer aufgrund der Menge, und die keine verbotenen Dinge transportieren müssen, was man nicht mitnehmen darf, beziehungsweise nicht in den Karton packen darf. Das ist zum Beispiel Haarspray oder Deo-Sprays. Aber das sind, finde ich, einfach alles Sachen, die entweder hat man sie im Kulturbeutel und nimmt sie mit, entweder im Flieger oder im Auto, wie immer auch du dann in dein Zielland kommst, oder aber du planst es einfach und lässt den Krams einfach raus. Es gibt natürlich da noch viel mehr. Den Link zu den verbotenen Dingern habe ich jetzt hier unten auch mal in der Beschreibung des Videos gepostet. Weitere Informationen übrigens dieses Mal, die interessant für euch sein könnten, zum Thema Versenden mit einem Paketdienst. Ja, und interessant ist das auf jeden Fall nur dann, wenn ihr innerhalb der EU versendet, weil alles, was nicht mehr in der EU ist, da sieht das Ganze anders aus mit den ganzen Zollformalitäten und. Über Jomingo, über so eine Seite wie Jomingo ist es super einfach, denn du gibst an, was du versenden willst, und du musst im Prinzip, da kriegst du eine E-Mail, oder ich habe eine E-Mail von Jomingo bekommen, in der dann halt quasi drin stand, dass ich eine Proforma-Rechnung erstellen muss, die ich meiner Sendung beilege. Und netterweise haben die Service-Mitarbeiter von Jomingo auch das schon für mich getan gehabt. Diese Rechnung wird an einen der 20 Kartons drangepappt, in 3-facher Ausfertigung. That's it. Keine Zollerklärung nötig. Fertig. Ruhe. Also ich denke, ein ganz guter Tipp für einige von euch. Warum kriegt man diese günstigen Preise nicht über den Anbieter direkt, sondern über die Portale? Genau das ist das Geschäftsmodell der Portale. Du musst dir das so vorstellen, dass das Portal, wie Jomingo zum Beispiel, Verträge dann mit den Versendern macht und im Falle UPS dann wahrscheinlich einen Vertrag hat über eine bestimmte Versandmenge pro Jahr, die natürlich, wenn viele Leute über Jomingo verschicken, dann entsprechend groß sein wird. Weil die so entsprechend groß ist und die dann Großkunden von UPS sind, kriegen die natürlich einen super Rabatt auf die Tarife, welchen sie dann zum Großteil wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, kenne die Firmen internes auch nicht, aber so denke ich mir das, die den Großteil des Rabattes dann einfach weitergeben an die Kunden. Und so entstehen dann halt solche Preise. Ja, das ist eigentlich schon alles an Informationen zu diesem kleinen Vorteil, den wir rausgefunden haben. Habt ihr trotzdem noch Fragen, dann schreibt die doch einfach mal hier unten in die Comments rein. Wir werden uns das ansehen und natürlich helfe ich euch gerne weiter. Und bevor ihr die Frage reinschreibt, nicht vergessen, bing bing, abonnieren. Denn wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und bitte gerne teilt auch das Video mit euren Freunden.